Luxus in Reinform. Ja, da steht oben drüber der neue Sun-E. Wir sind am Stand von Knaus mit dem Pressechef. Ich grüße dich herzlich, Stefan. Hallo Sven. Ja, das ist nun wirklich Luxus pur. Das bedeutet, ich habe serienmäßig ein Hutbett mit drin, habe eine Optik, ja, die wirklich stark an Line erinnert, oder? Ja, das ist die große weite Welt bei Knaus. Das Topmodell von Knaus, der Sun-E 900 LEG. Und das ist ein Fahrzeug, das ist knapp 9 Meter lang und hat nicht einen Fernseher, nicht 2 Fernseher, sondern auf Wunsch 3 Fernseher. Seitlich aus der Klappe kann man noch einen ausfahren und kann dann sozusagen beim Grillen auch noch das Fußball gucken. Der Sun-E 900 ist ein Dreiachser, er basiert auf dem Fiat Ducato. Und hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Wir haben ein Hubbett vorne, wir haben hinten Einzelbetten, die zum Doppelbett umfunktioniert werden können. Wir haben ein riesengroße separate Dusche, ein extra großes Waschraum mit Waschbecken und Toilette. Und wir haben natürlich eine riesengroße Heckgarage, weil wir immer wieder feststellen, unsere Kunden haben ihre Pedelecs dabei und hier passen bequem 2 Pedelecs rein. Die können an den Verzurrschienen auch befestigt werden und die Klappstühle und der Klapptisch passen da auch noch rein. Ja, stark ist die Ladekante, die ist so tief, dass man überhaupt keine Mühe hat, zum Beispiel einen Roller reinzufahren. Genau, hier gibt es auch noch eine kleine Rampe und dann kann man auch seinen Motorroller reinfahren, das geht. Ja, die ist komplett sehr luftig, zweimal die gleiche Türengröße. Das heißt, es spielt keine Rolle, wo ich was einladen kann. Genau, da geht es ganz einfach darum, rechts wie links, sehr, sehr praktisch. Ja, hier sieht man es. Ja, die Anforderungen, ich sag mal so, das Feedback von den Leuten, die machen es ja so ein bisschen aus. Das heißt, ihr kriegt ja relativ viel Feedback von Menschen, die die Fahrzeuge benutzen. Ja, das ist natürlich für uns hier auf einer Messe Düsseldorf auch sehr, sehr wichtig, dass wir den direkten Kontakt zu unseren Kunden haben. Denn wir sind ja ein reiner B2B, ein Business to Business. Wir verkaufen ausschließlich an unsere Händler. Hier haben wir immer die Gelegenheit, unsere Kunden auch zu befragen. Das machen wir aufwendigst auch. Und da kriegen wir natürlich auch immer wieder Rückmeldungen. Und der Sun-E als Topmodell bei Knaus endet im Grunde genommen preislich dann ungefähr da. Dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, kostet ja 146.000 €. Und ab 150.000 € zufällig gibt es Morelo. Gibt es die Welt und da beginnt die Welt von Morelo und die Liner-Welt. Und insofern sind wir bei Knaus Tabbert mit unseren 5 Produktmarken komplett aufgestellt. Das heißt, wir können von 10.000 €, genauer gesagt 10.700 €, einen Wohnwagen anbieten oder aber auch einen Liner für 635.000 € und alles dazwischen decken wir mit unseren Marken ab. Ja, wer kam denn bei Knaus auf die Idee, alles abdecken zu wollen? Also ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich ein Management, was gut aufgestellt ist. Wir sind ein langjähriges Management, die lange an Bord sind, die teilweise ihr gesamtes Berufsleben in der Branche verbracht haben, die Branche sehr, sehr gut kennen. Und wir haben natürlich das Ohr auf der Schiene und ganz dicht bei unseren Kunden und horchen, was sind die Bedürfnisse unserer Kunden. Ja, hier steht ja eine ganz große Markise. Das ist die Omnistor, die längste, die es gibt, glaube ich. Ich denke, ja. Ich denke, ja. Die geht komplett über die ganze Breite. Sie ist elektrisch? Die ist mechanisch, aber sie geht sehr, sehr weit raus. Und hier gibt es dann an der Seite eben nochmal ein Kofferraumfach. Und hier könnte dann auch noch ein Fernseher rausfahren aus dieser Wie in Amerika hier. So ein bisschen, das hat man da gesehen, aber das ist auch wirklich sehr beliebt. Also YouTube ist ja immer mehr am Kommen, man möchte es draußen sehen, das Tablet ist vielleicht zu klein und das Fach hat es in sich. Das könnte, ich sag mal, auch vielleicht auch eine Außenküche könnte man später einbauen, so eine kleine. Wir haben auf Wunsch einen externen Gasanschluss für den Grill. Das heißt, die Gasversorgung für den Grill außen kann über die zentrale Gasanlage des Fahrzeugs betrieben werden. Genauso wie wir auch eine externe TV-Anschlussbuchse haben und dort Fernsehgeräte anschließen können. Frage Luftfederung, ist das möglich? Selbstverständlich. Ist das auf beiden Achsen oder steht es hinter Achse? Das wird im Zubehör dann beim Handel nachgerüstet. Okay, das geht. Heißt, ja. Ich kann das nachrüsten lassen und habe dann noch mehr Fahrkomfort. Gaskastentüre in der Seitenwand mit 2 Flaschen, das ist serienmäßig. Ist es möglich, einen Gastank nachzurüsten? Das ist ja das, was immer mehr Leute in der Klasse gerne hätten. Das heißt, sie fahren zur Tankstelle und tanken nach. Bei den Gasflaschen weiß ich, da geht das. Die kann man nachrüsten lassen, dass man sie betanken kann. Also die Gasflaschen sind ja standardisiert und sind mittlerweile in den meisten Baumärkten erhältlich und natürlich auch auf den Stellplätzen und den Campingplätzen im Shop. Man muss aber auch sehen, diese Gasflaschen, wenn die jetzt zum Beispiel im Sommer, werden die ja dann überwiegend eigentlich nur für den Kocher gebraucht. Und so eine Flasche, die reicht für Wochen. Da können Sie jeden Tag wochenlang kochen. Super. Ja, wir schauen uns mal um.
Auch hier ist natürlich das Design das A und O. Ihr habt diese harten Kanten, die Volkswagen irgendwann mal eingeführt habt, ja, die waren ja nicht mehr zu vernachlässigen. Der Markt fordert das, ein modernes automotives Design. Das ist euch gelungen hier, Carbonelemente? Genau, wir verstehen uns auch als Designmarke und Design ist ein ganz, ganz zentrales Element natürlich in der Kundenentscheidung. Hier haben wir jetzt besonders neu an dieser Front die Carbon-Optik-Applikation, eine sehr markante Schürze vorne, die fast schon an Sportwagen erinnert. Und wir haben die Front mit 6 LED-Scheinwerfern versehen. Das gibt natürlich dem Fahrzeug ein Nachtbild, eine Nachtsignatur und bietet einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, stark ist die Aufbautür, das bietet Morelo nicht. Ich kann hier an der Fahrerseite einfach aussteigen, ja. Richtig. Das ist der Vorteil natürlich bei einem Fiat Ducato. Das ist der Vorteil hier bei diesem Fahrzeug. Wir haben eine separate Fahrertür und die fertigen wir auch selber. Und wenn man sich das mal anschaut, hier gibt es dann auch wieder, hier ist der elektrische Fensterheber installiert. Das Ganze ist wertig gemacht mit Chrom-Applikationen, Ablagen sind dort. Die Scheibe lässt sich also öffnen und insofern kann man auch mal an der Mautstation das Ticket ziehen. Ja, Klappern, das ganz große Thema. Ihr habt also eigene Techniker, die nichts anderes machen als entdröhnen, entklappern, Wärme isolieren, Schall isolieren. Die Leute werden anspruchsvoller, oder? Absolut. Die Kundschaft wird anspruchsvoller. Komfort ist ein zentrales Thema. Und wir erproben unsere Fahrzeuge zum Beispiel immer auf einer sogenannten Rüttelstrecke. Und da ist eine Runde, die ist nur wenige Kilometer lang, die entspricht ungefähr 1000 Kilometer im Realfahrbetrieb. Und wir fahren unsere Fahrzeuge da simuliert Hunderttausende von Kilometern. Beheizter Doppelboden, das ist natürlich in der Klasse außergewöhnlich. Das ist in der Klasse bei uns Standard, beheizter Doppelboden, auf Wunsch auch mit einer Warmwasserheizung. Und das ist natürlich Komfort und Behaglichkeit auch bei kälteren Temperaturen. Ja, die Warmwasserheizung ist sehr zu empfehlen. Also ich kann das nur sagen, man hat keine Luftströmung. Das ist aber auch, ich sag mal, optional. Es gibt ja viele Menschen, die fahren zum Beispiel nur im Sommer, aber es gibt immer mehr Wintercamping. Absolut, und unsere Fahrzeuge sind alle wintertauglich und gerade diese Fahrzeuge mit Doppelboden. Hier ist natürlich der Vorteil auch, dass alle Tanks in diesem Doppelboden montiert sind. Die Verrohrung für die Flüssigkeiten genauso wie die Gasanlage. Das heißt, die sind in sich schon gut isoliert. Ja, man sieht es hier. Also, kann ich das so sagen im Prinzip? Hier habe ich ja jetzt im Prinzip noch eine Schmiedtoilette, eine Kassettentoilette. Morelo hat zum Beispiel eine Festtanktoilette. Das ist dann für Leute, die vielleicht komplett drin leben und wohnen. Ihr fangt ganz klein an. Ihr habt also ganz kleine Fahrzeuge. Ihr habt hier den Dreiachser. Ihr habt den Morelo obendrauf für noch gehobenere Ansprüche. 300 Liter Wassertank, vielleicht ein Auto hinten drin. Ihr seid jetzt komplett vertreten. Ja, wir decken halt den gesamten Bereich des Caravanings ab. Wohnwagen starten bei uns bei 10.700 €. Reisemobile, Kastenwagen, CUVs starten um die 40.000 € und so ein Liner hier, wie er hier steht, der liegt bei 146.000 €. Das ist aber wie gesagt das Top-Modell bei Knaus, der Sun-i 900 als Dreiachser. Wir beginnen aber auch schon in der Größenordnung um die 60.000 € bei den integrierten. Ja, wir schauen mal ganz kurz mal rein, denn auch hier erinnert vieles an, ich sag mal, Morelo und Co. Also hier ist das Bild ein ganz anderes. Das sieht sehr hochwertig aus. Das ist natürlich höchste Qualitätsstufe, wenn wir uns das mal anschauen. Wir haben eine separate Dusche, wir haben einen separaten WC-Bereich, wir haben hier den Waschbereich. Dieser ganze Bereich kann natürlich auch wieder abgetrennt werden durch die Tür. Wenn ich dir das mal zeigen darf, ich sperre mich mal schnell aus und schon hast du einen separaten Schlaf- und Sanitärbereich. Das heißt, vorne können die Gäste entspannt sitzen und du kannst dich hier in Ruhe noch fertig machen. Okay, das heißt, ihr habt auch ein zentrales Lichtmanagement, das ist jetzt mittlerweile in vielen Autos eingebaut? Genau, wir haben eine CAN-Bus-Technologie und wir haben ein zentrales Steuerelement, das immer im Eingangsbereich ist und natürlich an den sinnvollen Plätzen dann die wichtigsten Funktionen auch nochmal mit Schaltern versehen, um hier noch mehr oder weniger Licht reinzubringen. So, das ist jetzt Licht, hier kann ich mich ordentlich schminken. Da ist auch ein Schrank dahinter, Genau, hier ist auch nochmal ein Schrank dahinter und der... Da ist er.
lässt sich öffnen natürlich. Hier ist nochmal Platz für Krimskram. Wir haben hier unten auch nochmal Stauraum. Vielleicht für dich zur Ehrenrettung. Also ihr habt ganz viele Marken und ihr habt ganz viele Fahrzeuge. Das bedeutet also, jetzt überall zu wissen, wo man die jetzt öffnet. Ich glaube, du schaffst es fast immer, oder? Ja gut, das ist nicht ganz einfach. Wir haben im Unternehmen über 220 verschiedene Grundrisse, Fahrzeuglayouts also. Und das geht vom Querbett, Heck-Querbett über Hubbett, es geht über Doppelbetten, Einzelbetten, französische Betten, Queensbetten. Und so haben wir auch Varianten bei Raumbad, Vollbad. Und das ist schon sehr, sehr komplex. Ist aber auch nötig, weil die Kunden eben auch individuelle Ansprüche haben und wir jeden passenden Grundriss für den Kundenwunsch liefern wollen. Ja, ich sehe ein bisschen, habe viel gelernt von Morelo. Allein hier oben der Beschlag mit diesem Samt, das gibt es in Morelo auch, ja. Dient wahrscheinlich der Isolierung und auch im Schall ein bisschen? Das ist natürlich eine Frage von Isolierung, aber es ist natürlich auch ein haptisches Erlebnis, wenn man mal drüber streicht. Es fühlt sich einfach schöner an. Und wenn man jetzt auch mal sieht, ich bin 1,88 und bei mir ist hier trotzdem noch eine Handbreit Luft oben. Warte, ich zeig's mal gerade. Ich komme also gar nicht an die Decke dran. Aber wenn ich mal bewusst hinfasse, dann merke ich, das ist sehr, sehr wertig, hochflorig. Das fühlt sich toll an. Wo habt ihr denn dieses Fenster her? Das ist ja riesig. Genau, das ist ein Panoramafenster und da war die Idee der Produktentwickler, ich liege in meinem Bett und beim Einschlafen kann ich die Sterne zählen. Stark. Ja, Holzauswahl auch hier High-End. Das bedeutet, also ihr habt die allerneuesten Trends hier realisiert. Dunkles Holz im Moment extrem im Trend. Unterschiedlich, in dieser Fahrzeugklasse ja, in anderen Fahrzeugklassen kann es auch mal eine schlichte cremefarbene Oberfläche sein, das ist wirklich unterschiedlich. Wir bieten aber immer auch Varianten an. Hier sieht es natürlich sehr gediegen aus, ich denke aber, es ist eine moderne Interpretation. Design ist in dieser Branche immer wichtiger und wir merken das auch, das ist ein ganz zentrales Thema bei uns. Wir beschäftigen die Designer, die sich weltweit über die Trends informieren, sich anschauen, welche Materialien sind gerade angesagt, welche Farben, welche Kombinationen. Und diesen Trends, denen kommen wir in der Regel auch gerne nach. Ja, es wird tatsächlich gekocht und die Küche hier ist sehr groß. Ich habe wahrscheinlich hier die Möglichkeit, das auch noch abzudecken. Genau, wir haben hier nochmal ein Abdeckbrettchen, das heißt, ich kann hier auch nochmal was zwischenlagern. Hier sehr schön, da ist Platz für den kleinen Müll zwischendurch. Und wir haben natürlich immer auch Steckdosen überall da, wo man sie brauchen. Hier könnte man die Kaffeemaschine positionieren und hier die Kaffeekapseln. Natürlich immer auch nochmal Steckdosen. Steckdosen kann man nie genug im Fahrzeug haben. Und wir haben hier ja eine ganz besondere Lichtinszenierung. Diese Streifen sind alle beleuchtet. Und ich versuche mal, ob ich die ankriege. Genau, da haben wir es schon. Das ist jetzt ganz, ganz neu beim Knaus, Sun-I, eine sozusagen auch unserer Corporate Identity, weil dieses Motiv und dieser Winkel findet sich auch in der Außenbeklebung wieder. Meine Kamera fängt immer an zu flimmern, wenn LED-Leuchten nicht perfekt sind. Hier flimmert gar nichts. Die Leute merken das, wenn die zum Beispiel getaktet werden und so weiter. Da habt ihr auch große Mühe gegeben, ja, dass, also ich sag mal, das Lichtbild wirklich sehr gemütlich ist. Das ist jetzt direktes Licht, es wirkt aber indirekt. Genau, da haben wir wirklich auch sehr, sehr viel Mühe drauf verwandt, diese Lichtinszenierung auch richtig zu choreografieren und das Licht dimmt dann auch runter, wenn man es ausschaltet und jetzt mal, wenn man sich hier vorne mal umschaut, wertiges Leder, eine großzügige Polsterlandschaft. Hier können ja 6 Leute ganz bequem am Tisch sitzen und Spaß haben und das ist eben der Vorteil von einem Fahrzeug, das fast 9 Meter lang ist und alles bieten kann, was in der Größe machbar ist. Das ist das Flaggschiff, kann man sagen? Das ist das Flaggschiff von Knaus, Sun-I 900 LEG. Größer geht's bei Knaus im Moment nicht. Ja, das Ganze ist wertig auch noch beschlagen und auch das Hubbett ist mit drin. Das können Sie übrigens noch in vielen anderen Versionen oder wenn du gerade da bist, einfach mal kurz. Das Hubbett ist übrigens riesengroß. Man kann sich da so ein bisschen aus dem Weg gehen. Da ist es drauf und ja. Hier ist zum Beispiel der Griff auch beleuchtet. Das ist auch so ein schönes kleines Detail, wo man sieht, mit wie viel Liebe die Designer und Techniker an den Fahrzeugen arbeiten. Und selbstverständlich haben wir hier auch wieder Leuchten, die nur angefasst werden müssen und sofort anspringen. Steckdose, um das iPad oder das Telefon aufzuladen. Da ist dann alles gedacht. So, das geht noch einen Ticken weiter runter, wenn man das umklappt. Das haben wir aber in einem anderen Video schon mal gezeigt. Und jetzt geht es wieder nach oben. Ja, das ist
Ja, die Speerspitze bei Knaus. Wir gehen mal ganz kurz raus, machen wir die Abmoderation. Dann lassen wir die anderen Leute wieder rein. Die stehen nämlich tatsächlich schon Schlange. Sorry. Danke. Sehr gerne. So, und da ist es. Also im Moment muss man sagen, es ist ja limitiert im Moment auf der Messe. Das heißt, auch die Karten gab es nicht an der Kasse, nur im Vorverkauf, damit gewährleistet ist, dass nicht zu viele Leute da sind. Genau, die Messe hat da sehr, sehr umfangreich das Hygienekonzept erarbeitet mit den Behörden zusammen, den regionalen. Und vorgesehen ist eben, dass es maximal 20.000 Besucher pro Tag gibt. Die Messe hat ja gestern am Freitag eröffnet, geht noch bis zum 13., den Sonntag, 13. September. Und es dürfen eben, wie gesagt, nur maximal 20.000 Besucher am Tag und die Karten können auch nur online gekauft werden. Es gibt keinen Kartenverkauf an der Messe. Auch das ist dem Sicherheits- und Hygienekonzept geschuldet. Ja, du bist schon sehr lange tätig für Knaus. Wie lange schon? Ich bin jetzt seit 4 Jahren in der Company und es macht jeden Tag mehr Spaß. Ja, da kam natürlich Corona euch ein bisschen entgegen. Das heißt also die Vereinzelung in einem Wohnmobil mit eigenem Bad. Ich kann mich also wirklich komplett vereinzeln. Das war am Anfang ja so, da war die Bundesregierung sich nicht so ganz einig, wie gehen sie damit um, haben aber schnell festgestellt, das ist eigentlich das optimale Reisekonzept. Also wir erleben gerade in der Branche nochmal einen enormen Schub, weil viele Menschen, die Caravaning bislang nicht auf dem Schirm hatten, diese Urlaubsform für sich entdeckt haben. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Ich bin individuell, ich kann fahren, wohin ich will, ich kann die Abstandsregeln einhalten, ich bin sicher und hygienisch unterwegs und ich habe mein eigenes Bad, mein eigenes Schlafzimmer und meine eigene Küche dabei. Ich kann also die Abstandsregeln leben und insofern ist Caravaning aktuell eine der sichersten Urlaubsformen und das spüren wir in der gesamten Branche. So, ich zeige es mal ganz kurz. Das ist der Preis, 146.327 €. Kann man die Fahrzeuge auf der Messe auch kaufen? Selbstverständlich. Hier wird gekauft und hier wird auch verkauft und sehr, sehr gut sogar. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Und wenn man einmal an den Tischen schaut, da werden auch Verträge geschrieben, klar. So. Das ist der Sun i900 LEG und ich verweise jetzt mal auf ein kurzes Video, das haben wir eben gedreht. Das ist ein Produkt, was von der Länge her ähnlich ist, auch ein Dreiachser, aber man kann es sehen, hier geht es schon los für 104.000. Das heißt, ihr habt also auch im großen Segment mit dem Live i900 MEG ein Produkt, was knapp 50.000 € günstiger ist und die Details können sich dann im Video anschauen. Ja, vielen Dank, Stefan. Gerne, Sven. Hat Spaß gemacht. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir.